Hallo zusammen, ich bin die Miriam und heute backe ich für euch einen Gyroskuchen. Und bei Kuchen denkt man wahrscheinlich was Süßes, aber das Ganze gibt es auch herzhaft. Klar, denkt mal an Flammkuchen, Zwiebelkuchen etc. Und ich mag diese herzhaften Blechkuchen. Sie sind einfach auch gut vorzubereiten oder auch gut einzufrieren. Und gerade dieser Gyroskuchen ist jetzt bei uns in der Familie sehr beliebt. Deshalb gibt es ihn heute Abend mal wieder. Den Teig lassen wir uns wieder ganz easy vom Brotbackautomaten herstellen. Reden wir nicht lang, backen wir es an. Los geht's. 500 Gramm Weizenmehl der Type 550. Ein halber Esslöffel Salz, das sind 10 Gramm. Sowie 1,5 Teelöffel Trockenhefe. Dann 2 Esslöffel Olivenöl und 300 Milliliter Wasser. Das Ganze der Reihe nach in die Backform füllen. Backform in den Automaten stellen. Deckel schließen und Programm auswählen. Teigprogramm, Pizzaprogramm, wie auch immer das bei deinem Automaten heißt. Ich wähle hier das Pizzaprogramm, geht 45 Minuten und Start. Wichtig ist nur, dass der Teig jetzt quasi geknetet wird und ein bisschen ruht. Dann können wir ihn aufs Blech packen. Das schafft der Automat natürlich alleine, deshalb können wir jetzt optimalerweise in der Zeit, wo er uns den Teig herstellt, die Zutaten vorbereiten, die wir gleich brauchen, um den Teig zu belegen. Die Zutaten für den Belag sind folgendes. Hier habe ich 2 Becher Schmand, das sind 400 Gramm. Das würze ich noch ein bisschen, eine Prise Salz dazu, ein bisschen Pfeffer. Den Schmand einfach ein bisschen verrühren, damit er glatt ist und sich gleich einfach schöner streichen lässt. Jetzt kannst du natürlich noch würzen mit Paprika oder Kräuter, die du gerne magst. Kannst ihn aber auch so Natura lassen, da der Belag oben ja, finde ich, ausreichend würzig ist. Dann habe ich hier 500 Gramm Gyros, also Schweinegeschnetzeltes mit Gyros gewürzt, vom Metzger meines Vertrauens. Kurz in der Pfanne anbraten, dazu die Pfanne gut aufheizen. Wichtig ist hier, dass es nicht durchgebraten ist. Es kommt ja auch noch in den Ofen, deshalb nur einfach kurz, knackig, scharf anbraten. Und das Ganze fülle ich jetzt gerade in eine Schüssel, damit es nicht in der Pfanne noch nachgart. Und hier lasse ich das jetzt erstmal auskühlen. Dann habe ich hier Peperonis. Das sind so 8 Peperonis, fein klein geschnitten. Da schneide ich den Strunk einfach ab. Der Schärfegrad bleibt dir überlassen. Die gibt es von mild bis ganz, 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 ganz scharf. 200 Gramm Feta-Käse, Schafskäse. Das schneide ich mir jetzt hier in kleine Würfel. Und Zwiebel, ich habe jetzt rote Zwiebeln in Ringe geschnitten. Hier kannst du natürlich jede Zwiebelsorte nehmen, die dir besser schmeckt. Ich mag die roten Zwiebeln recht gern. Die sind farblich, finde ich, sehr schön und haben ein bisschen einen milderen Geschmack. Und ich habe ein bisschen Frühlingszwiebeln noch in Scheiben geschnitten. So, Teig ist fertig. Holen wir ihn uns raus. Dazu bemehlst du einfach deine Hände ein bisschen mit Mehl und holst den Teig aus der Backform raus. Also nur noch ausrollen und belegen. Den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben und auf Blechgröße ausrollen. Wenn was kleben sollte, machst du einfach wieder ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche, lässt ein bisschen entspannen, dass er nicht reißt und dann kannst du nach 2-3 Minuten wieder schön weiter ausrollen.
Jetzt habe ich hier ein gefettetes Backblech oder du legst eben Backpapier drauf. Dann nimmst du dir einfach den Teig und legst ihn aufs Backblech. Drückst den Teig in die Ecken, die Ränder ein bisschen hoch. Das Ganze belegen wir jetzt. Dann nimmst du den Schmand und verteilst den gleichmäßig auf dem Teig. Das kannst du auch prima gerade hier mit dem Teigschaber machen oder mit einem Löffel, so dass überall gleichmäßig was drauf ist, bis zum Rand, aber nicht über den Rand. Und auf den Schmand verteile ich jetzt das angebratene Gyros. Auch hier einfach gleichmäßig verteilen, so dass es gerecht verteilt ist und jeder, der ein Stück vom Kuchen abbekommt, auch gleichmäßig Fleisch hat. So, das passt so. Die Marinade ist lecker, deshalb träufle ich die gerade noch so ein bisschen hier drüber. Das sind auch eben schöne Gewürze. Da gibt es verschiedene Gewürzmischungen, aber meistens ist es ja Thymian, Oregano, klar, Salz, Pfeffer, Paprika, solche Gewürze. Dann die Zwiebelringe verteilen. Dann den gewürfelten Feta. Mit dem Käse fällt mir übrigens gerade ein, man könnte auch noch zum Schluss ein bisschen Reibekäse drüber machen, wer das mit Käse mag. Das ist auch noch eine Variante. Und dann haben wir noch die Peperonis. Diese milden, finde ich, die gehen auf alle Fälle immer. Und jetzt habe ich noch ein paar Frühlingszwiebeln. Die streue ich hier auch noch drüber. Und das sieht jetzt schon echt super lecker aus. Und jetzt bleibt der Kuchen noch eine halbe Stunde stehen, damit er gut aufgehen kann. Halbe bis dreiviertel Stunde, je nachdem wie warm es in deiner Wohnung ist. Und jetzt ist auch der optimale Zeitpunkt, um den Ofen vorzuheizen. 200 Grad, Ober-Unterhitze. So, halbe Stunde ist rum bei mir. Man sieht, der Teig ist jetzt hier schon schön aufgegangen. Jetzt darf er in den Ofen und muss nur noch gebacken werden. Backzeit 25, 30 Minuten. So, ich habe den mal zwischendrin gedreht. Das liegt aber an meinem Ofen. Für alle die, wo immer meinen, die Frau Beile, boah, die muss ja wohl eine Kohle haben. Zur Info, ich habe hier sogar den Dichtungsring gerade mal mit einem Tacker geflickt, weil mein 10 Jahre alter Ofen so langsam den Geist aufgibt. Das soll jetzt kein Spendenaufruf werden, ich wollte es nur mal am Rande erwähnt haben, um irgendwelche Irrtümer aus dem Weg zu räumen. Aber es düftet schon extrem gut. Das sind immer so Gebäcke, wo ich denke, wenn es jetzt klingelt, mache ich nicht die Tür auf. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich hoffe, du backst es nach. Ich kann es dir echt empfehlen. Gib mir ein Feedback, schreib es wie immer unten in die Kommentare rein, wie es dir gefallen hat, wie es dir geschmeckt hat. In diesem Sinne, back's an. Ciao, tschüss.